Julia erwachte an diesem Morgen mit einem strahlenden Lächeln und einer mitreißenden Energie. Es war der Tag, auf den sie so lange sehnsüchtig gewartet hatte. Ihr erster Tag als festangestellte Mitarbeiterin in dem Unternehmen, in dem sie monatelang als Praktikantin gearbeitet hatte. Mit ihren 22 Jahren betrachtete sie diesen Moment als den Beginn eines Traums, der endlich Wirklichkeit wurde. Während sie sich fertig machte, ließ sie all die Anstrengungen Revue passieren, die sie unternommen hatte, um so weit zu kommen. Schlaflose Nächte des Lernens, Wochenenden voller Zusatzkurse und der unerschütterliche Wille, sich den täglichen Herausforderungen bei der Arbeit zu stellen. Leicht war es nie gewesen, vor allem weil ihr Chef Ralph kaum je mit ihr zufrieden schien und ganz offensichtlich ihren Mitpraktikanten bevorzugte. Doch Julia ließ sich davon nicht entmutigen. Ihr optimistisches Wesen und ihre makellose Arbeitsethik verschafften ihr den Respekt vieler Kollegen. Und nun war endlich der Moment gekommen, in dem sie als feste Mitarbeiterin beweisen konnte, was wirklich in ihr steckte. Beim Verlassen des Hauses warf Julia einen Blick auf die Uhr. Wie immer war sie früh dran. Sie liebte es, rechtzeitig anzukommen, um ihre Aufgaben in Ruhe vorzubereiten und den Tag gelassen zu beginnen. Auf dem Weg zur Bushaltestelle beobachtete sie das allmähliche Erwachen der Stadt. Menschen, die eilten, um ihren Verpflichtungen nachzukommen. Da fiel ihr plötzlich etwas Ungewöhnliches ins Auge. Ein gepflegter, etwa mittelalter Mann schien in Not zu sein. Er torkelte über den Gehweg und hielt sich mit einer Hand die Brust. Julia zögerte einen Moment. Noch einmal schaute sie auf die Uhr. An diesem besonderen Tag pünktlich zu sein, war ihr enorm wichtig. Doch etwas in ihr war stärker. Sie trat näher an den Mann heran und fragte besorgt, ob alles in Ordnung sei. Der Mann, der sich als Henry vorstellte, antwortete mühsam, dass er starke Schmerzen in der Brust verspüre. Im selben Augenblick brach er bewusstlos zusammen. Julia reagierte sofort. Sie erinnerte sich an den Erste-Hilfe-Kurs, den sie vor einigen Monaten aus eigener Initiative belegt hatte. Sie überprüfte Henrys Vitalzeichen und begann mit der Herz-Lungen-Wiederbelebung. Gleichzeitig bat sie einen Passanten, einen Krankenwagen zu rufen. Die Minuten zogen sich endlos, während Julia alles daran setzte, Henry am Leben zu halten. Abwechselnd führte sie Herzdruckmassagen und Mund-zu-Mund-Beatmung durch und sprach in Gedanken leise ein Gebet, dass die Sanitäter bald eintreffen würden. Endlich waren in der Ferne die Sirenen zu hören. Als die Rettungskräfte eintrafen, lobten sie Julias schnelles und präzises Handeln. Sie erklärten, dass sie Henrys Leben mit hoher Wahrscheinlichkeit gerettet habe. Julia verspürte eine Mischung aus Erleichterung und Stolz, doch dann holte sie die Realität ein. Sie war nun deutlich zu spät zur Arbeit. Mit klopfendem Herzen rannte Julia zur Firma. Nicht nur wegen der körperlichen Anstrengung, sondern auch wegen der Sorge, wie ihre Verspätung aufgenommen würde. Schon beim Betreten bemerkte sie die missbilligenden Blicke einiger Kollegen. Sie begann, das Geschehene zu erklären, doch wurde jäh unterbrochen. Ralph, ihr Vorgesetzter, war soeben eingetroffen. Ralph sah alles andere als erfreut aus. Mit einer scharfen Geste forderte er Julia auf, ihm ins Büro zu folgen. Ihr Magen zog sich schmerzhaft zusammen, während sie hinter ihm herging. Kaum hatte sich die Tür geschlossen, begann Ralph mit schneidender Stimme: »Julia, ich bin zutiefst enttäuscht. An deinem allerersten Tag als festangestellte Mitarbeiterin kommst du über eine Stunde zu spät. Du hast ein wichtiges Meeting mit dem Vorstand verpasst. Was für ein Vorbild gibst du damit ab?« Julia versuchte ruhig, den Vorfall mit Henry zu schildern und wie sie erste Hilfe geleistet hatte. Doch Ralph blieb skeptisch. Wie praktisch, nicht wahr? Eine schöne Ausrede. Aber woher soll ich wissen, ob das wirklich passiert ist? Und selbst wenn, deine erste Pflicht galt deinem Arbeitsplatz. Andere hätten helfen können. Diese Worte trafen Julia wie ein Schlag ins Herz. Tränen stiegen ihr in die Augen, doch sie zwang sich zur Fassung. »Ralph, ich verstehe Ihre Haltung, aber ich sage die Wahrheit. Ich konnte doch keinen Menschen in Lebensgefahr einfach ignorieren. Es war ein medizinischer Notfall.« Doch Ralph war nicht bereit zuzuhören. Mit einem tiefen Seufzer sprach er die Worte aus, die Julia an diesem Tag am wenigsten erwartet hatte. »Es tut mir leid, aber ein solches Verhalten kann ich nicht dulden. Dein Handeln zeigt mangelndes Engagement für das Unternehmen. Ich beende deinen Vertrag, du bist entlassen.« Er betonte, dass im Unternehmen weder für Fehler noch für Verspätungen Platz sei. Gerade jetzt, wo sich die Firma in einer
kritischen Phase befand, wäre Nachsicht ein falsches Signal an Praktikanten und Mitarbeiter. Für Julia brach in diesem Moment eine Welt zusammen. Ihre Träume, ihre Pläne, alles schien ihr zwischen den Fingern zu entgleiten. Sie versuchte noch mit Ralph zu reden, doch der blieb unerbittlich. Er forderte sie auf, ihren Schreibtisch zu räumen und das Gebäude sofort zu verlassen. Erst am nächsten Tag sollte sie zurückkommen, um die Kündigungspapiere zu unterzeichnen. Unter den neugierigen und teils mitfühlenden Blicken ihrer Kollegen packte Julia ihre Sachen. Dann verließ sie das Firmengebäude, innerlich vollkommen erschüttert. Wie sollte sie das nur ihrer kleinen Schwester erklären, um die sie sich seit dem Tod ihrer Eltern allein kümmerte? In dieser Nacht konnte Julia kaum schlafen. Zwischen tiefer Traurigkeit und Wut über die Ungerechtigkeit schwankend, suchte sie nach einem Halt. Doch tief in ihrem Innersten wusste sie, dass sie das Richtige getan hatte. Diese Gewissheit war ihr einziger Trost inmitten des emotionalen Chaos. Am nächsten Morgen kehrte Julia ins Unternehmen zurück, um ihre Kündigung abzuschließen. Als sie sich von einigen Kollegen verabschiedete und den Flur entlang ging, sah sie plötzlich einen Mann hastig das Gebäude betreten. Sie erkannte ihn sofort. Es war Henry, der Mann, dem sie geholfen hatte. Als Henry sie sah, leuchteten seine Augen vor Dankbarkeit auf. Er ging direkt auf sie zu. »Sie sind also die junge Frau, die mir gestern das Leben gerettet hat. Ich habe nach Ihnen gesucht. Die Ärzte sagten, ohne Ihr schnelles Handeln hätte ich das wohl nicht überlebt. Wie kann ich Ihnen jemals danken?« Julia war völlig überrascht und tief berührt und schaffte es gerade noch, ihm ein schüchternes Lächeln zu schenken. »Sie müssen sich nicht bei mir bedanken, Herr Henry. Ich habe nur getan, was jeder an meiner Stelle getan hätte.« Henry schüttelte ungläubig den Kopf. »Nein, eben nicht jeder. Sie waren es und das hat alles verändert.« Er sah sich um und fragte, »Arbeiten Sie hier?« Bevor Julia antworten konnte, erschien Ralph. Als er Henry sah, wich jede Farbe aus seinem Gesicht. »Herr Henry, wir haben Sie heute nicht erwartet. Ich dachte, Sie wären noch im Krankenhaus.« Wie sich herausstellte, war Henry der neue Teilhaber der Firma und durch eine unglaubliche Wendung des Schicksals nun der direkte Vorgesetzte von Ralph, auf den alle gewartet hatten. Henry lächelte freundlich. »Mir geht es den Umständen entsprechend gut, und das verdanke ich ganz dieser jungen Frau.« Er wandte sich wieder Julia zu. »Aber Sie haben mir nicht geantwortet. Arbeiten Sie hier?« Julia zögerte, während ihr Blick Ralph streifte, der sichtlich unwohl war. »Eigentlich, Herr Henry, ich arbeitete hier, ich wurde gestern entlassen.« Henry runzelte die Stirn, völlig verwirrt. »Entlassen? Aber weshalb?« Ralph wurde noch blasser und sprach hastig dazwischen. »Es gab ein Missverständnis, Herr Henry. Wir können das gleich in aller Ruhe besprechen.« Henry, nun in leitender Position, hielt sich zunächst zurück und bohrte nicht weiter nach. Ebenso wagte Ralph nicht, die wahren Gründe für Julias Kündigung zu nennen. Man verabschiedete sich, höflich, und Julia ging in ein anderes Stockwerk, um sich noch von einigen Kollegen zu verabschieden. Schließlich stand sie mit einer Kiste voller persönlicher Dinge im Aufzug, das Herz schwer, der Blick leer. Als die Türen sich im Erdgeschoss öffneten, hallte plötzlich ein lauter Ruf durch die Eingangshalle. »Julia!« Es war Henry, sichtlich betroffen von der Nachricht, dass Julia entlassen worden war, ausgerechnet wegen der Verspätung, die durch seine eigene Rettung entstanden war. Mit ernster Miene trat er auf sie zu. In einer nachdenklichen Geste überreichte er ihr eine Visitenkarte. »Rufen Sie mich morgen an«, bat er. »Wir müssen das in Ruhe besprechen.« Auf der edlen Karte stand Henrys Name in eleganter Schrift. Ein Versprechen zwischen den Zeilen. Julia blickte ihm hinterher mit einer Mischung aus Erleichterung und Neugier im Herzen. Etwas sagte ihr, eine neue Tür würde sich bald öffnen. Am nächsten Tag wählte Julia die Nummer, wie Henry es gewünscht hatte. Er lud sie zu einem persönlichen Gespräch in sein Büro ein, das sich in einem eindrucksvollen und modernen Gebäude befand. Henry war ein hoch angesehener Mann, mit großer unternehmerischer Reichweite und Einfluss. Beim Betreten seines Büros verspürte Julia eine Mischung aus Nervosität und gespannter Erwartung. Henry empfing sie mit einem aufrichtigen Lächeln, seine Augen strahlten Wärme und Respekt aus. Er begann das Gespräch, indem er seine tiefe Dankbarkeit zum Ausdruck brachte. »Julia, ich möchte, dass Sie wissen, wie viel mir Ihre Hilfe an jenem Tag bedeutet hat. Ihr selbstloses Handeln war nicht nur mutig,
sondern im wahrsten Sinne des Wortes lebensrettend. Er fuhr fort und hob ihren Charakter und ihre Entschlossenheit hervor. Für Henry waren das seltene und kostbare Eigenschaften. Ich sehe in ihnen eine junge Frau mit außergewöhnlichem Potenzial, eine, mit der ich sehr gerne enger zusammenarbeiten würde. Dann machte er ihr ein Angebot, das jedes aufstrebende Management-Talent ins Staunen versetzt hätte. Ich möchte Sie unter meine Fittiche nehmen. Sie sollen direkt an meiner Seite arbeiten, als meine rechte Hand. Ich verspreche Ihnen, Sie zu fördern, zu begleiten und Ihnen zu helfen, die exzellente Führungskraft zu werden, die Sie sein möchten. Julia war tief berührt. Mit einem strahlenden Lächeln und voller Hoffnung im Herzen nahm sie das Angebot an. In den folgenden Monaten bewies Julia, dass sie nicht nur eine hervorragende Assistentin war, sondern eine wahre Partnerin für Henry. Mit Empathie, Intelligenz und unermüdlichem Einsatz trieb sie bedeutende Veränderungen in der Firma voran. Die Geschichte ihrer Anstellung verbreitete sich rasch unter den Mitarbeitenden und wurde zum Symbol einer neuen, menschlicheren Unternehmenskultur. Ralph hingegen wurde in eine andere Abteilung versetzt, wo er ein intensives Coaching durchlief, um seine Führungskompetenzen zu verbessern, während Henry nun selbst die Geschäfte der Firma leitete. Julias Karriere begann zu erblühen, ein Erfolg, geboren aus harter Arbeit, Entschlossenheit und einer einzigartigen Chance. Die Verbindung zu Henry wuchs und gemeinsam verwandelten sie das Unternehmen in einen Ort, an dem Menschlichkeit und berufliche Exzellenz Hand in Hand gingen. Julia lernte an seiner Seite, dass es oft genau diese unerwarteten Momente der Güte und Großherzigkeit sind, die das Leben verändern, nicht nur für den, der Hilfe empfängt, sondern auch für den, der sie gibt. Kommentiere unten, was du über diese Geschichte denkst und aus welcher Stadt du uns zusiehst. Lass ein Like da und abonniere unseren Kanal, damit wir gemeinsam eine große Community aufbauen können, die inspirierende Geschichten teilt. Vielen Dank fürs Zuschauen.